Die Burg Hohenfels bei Sipplingen. Die Spornburg wurde zwischen 1150 und 1190 von den Herren von Hohenfels erbaut. Diese waren Ministeriale der Bischöfe von Konstanz. Der bekannteste Bewohner der Burg ist wohl der Minnesänger Burkhard von Hohenfels. 18 seiner Lieder sind durch den Codex Manesse bis heute überliefert. Er taucht zwischen 1212 und 1242 mehrmals in den Schriften auf. Beispielsweise 1216 bei König Friedrich II. In Ulm. Ab 1222 erscheint er mehrmals am Hofe von dessen Sohn König Heinrich VII. Nach dem Minnesänger wurde auch die viele 100 Jahre alte Linde beim oberhalb gelegenen und seit 1441 bezeugten Haldenhof benannt. Unter der Burkhardslinde soll er der Überlieferung nach seine Lieder komponiert und gedichtet haben. Von der ehemals stattlichen Burganlage sind leider nur noch spärliche Reste erhalten. An ihrer höchsten Stelle stand einst ein Wohnturm mit einer Grundfläche von 10 mal 13,5 Meter. Heute sind von diesem und anderen Gebäuden nur noch wenige Mauerreste sichtbar. Auch von der Ringmauer gibt es hier und da noch etwas zu sehen. Ein Besuch für Burgeninteressierte und Entdecker lohnt sich sowieso. Und auch normale Wanderer kommen wegen der schönen Wege und Ausblicke auf ihre Kosten. Einen Standortlink findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. (1292) teilte sich die Familie in 2 Linien. Die eine baute eine neue Burg namens Neu-Hohenfels, die andere blieb auf der alten Burg sesshaft. Der letzte männliche Vertreter dieses Familienzweiges, ein weiterer Burkhard, starb 1405. Danach erbte sein Schwager Wolf von Jungingen die Burg. Vermutlich wurden auf Hohenfels auch Konrad und Ulrich von Jungingen geboren, welche beide Hochmeister des Deutschen Ordens waren. Nachdem die Familie ausgestorben war, gelangte die Burg in die Hände der Herren von Landenberg. Doch nur knapp 4 Jahrzehnte später verkauften sie Burg und Herrschaft an das Spital von Überlingen. Die Herrschaft bestand neben der Burg aus einigen Dörfern und den Sipplinger Weinbergen, welche wohl der Hauptgrund für den Kauf waren. Unter den neuen Besitzern verfiel Burg Hohenfels vermutlich zusehends. 1641 stürzte der Überlieferung nach ein Gebäude ein. Den Todesstoß bekam die Burg 1643. In diesem Jahr wurde sie im Dreißigjährigen Krieg niedergebrannt und vollends dem Zerfall überlassen. Über die Burg gibt es auch eine Legende. Darin heißt es,
dass hier eine Edelfrau namens Hildegard gelebt haben soll. Diese soll zwar alles andere als hübsch, doch herzensgut und eine große Wohltäterin gewesen sein. Sie spendete den armen Leuten täglich eine Suppe. Man munkelt aufgrund dessen gar, Sipplingen habe ursprünglich Süpplingen geheißen. Von der ehemals stolzen Burganlage ist zwar nicht mehr sehr viel vorhanden, doch von hier aus hat man einen wundervollen Blick auf den Bodensee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.